So, also wenn du dich jetzt fragst, wo ist die Alte denn jetzt? Ich bin auf meinem Grundstück in Costa Rica und manchmal frage ich mich, was für ein Leben ich gerade eigentlich lebe. Also in welchem Körper ich bin und was für Dinge ich tue, weil ich manchmal glaube, ich bin irgendwie nicht, ich bin irgendwie nicht so ganz normal. Also zumindest das, was wir als normal gelernt bekommen. Denn ja, guck mich an, ich bin 1,66 Meter. Ja, ich glaube, ich kann fast um meinen Oberarm noch greifen. Und wiegen tue ich, glaube ich, auch nicht so viel. Aber ein Bein nach dem anderen nach vorne bringen, das habe ich gelernt. Und zwar mit Disziplin, damals in der Paluca-Schule. Das war das Erste, was wir gelernt bekommen haben. Und ich glaube, das hat mich ganz doll stark gemacht. Oder es war zumindest ein Punkt in meinem Leben, Disziplin zu lernen. Disziplin nicht nur den Ansprüchen anderen gegenüber, sondern auch Disziplin dir selber gegenüber. Und wenn man etwas sich vornimmt, dass man es auch macht. Das ist nicht immer so leicht, das weiß ich. Bei mir geht es nicht anders. Ich habe mit 20 angefangen, nein, ich habe als Kind schon davon geträumt. Und mit 20 habe ich angefangen, diese Träume zu visualisieren. Und eine Gabe von uns Menschen, eine Gabe, ist, dass wir oftmals ungeduldig sind. Also ich kann immer nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich habe mich immer so schnell wie möglich an dem Ziel gesehen und habe das irgendwie, ja, ein Jahr später, 2 Jahre später, das sind so Sachen, die habe ich dann nicht, denke ich mir so, wo ist es denn? Ich habe es doch visualisiert, ich habe doch alles dafür getan und ich bin da nicht gewesen, ich bin nicht angekommen an meinem Ziel. Und ja, eine Sache, die mich auf jeden Fall das Leben gelernt hat, ist, niemals aufzuhören, daran zu glauben. Also immer wenn du die Augen schließt und tief einatmest und diesen Wunsch ganz tief in deinem, also nicht hier, aber in deinem Bauch hast, dann wird es irgendwann wahr. Weil das ist die Sprache, die das Universum spricht. Und das Universum fühlt das. Ich habe mir, als ich im Urlaub mal in Thailand war, gewünscht, dort mal zu arbeiten. Das ist schon ewig her. Das war 2001, glaube ich. Ja, wir haben jetzt 2018. Und 2004, als der Tsunami war ich nochmals da und habe mir das auch noch immer wieder gewünscht, immer wieder, auch danach, als ich zurückkam, jahrelang. Und irgendwann habe ich diesen Wunsch vergessen. Und 2013 stehe ich da im Hotel Menam Ramada Plaza Riverside blub blub und schaue nach unten. Meine Gäste sitzen da unten im Restaurant und es ist 5 Uhr morgens und ich denke mir so, wow, warte mal, da war doch was. Du bist jetzt da. Du bist jetzt in Thailand und du arbeitest hier. Also ich war über 7 Monate da. Einmal kurze Pause zum Rüberfliegen, wieder zurückfliegen. Fast, ja, ein bisschen mehr als 7 Monate. Und als ich das realisiert habe, ist mir ganz doll klar geworden, dass es funktioniert. Dass es funktioniert. Du darfst nur nicht aufhören, daran zu glauben. Und natürlich muss man auch die Schritte in die Wege leiten, dass das alles auch passieren kann. Weil wenn man die Zeichen, also die ursprüngliche Basis nicht setzt und nach vorne geht und die Zeichen von außen, die dann kommen, nicht annimmt, also diese Chancen ergreift, dann kann man lange warten. Und dann sitzt man und wartet und wartet und wartet und nichts passiert. Und dann fragt man sich am Ende seines Lebens, was habe ich falsch gemacht oder warum bin ich nicht da oder verdammt, hätte ich doch nur das und das gemacht. Und als ich an einem Moment in meinem Leben war, wo es bei mir so nicht so wirklich rund lief, habe ich bestimmt 2 Jahre gebraucht, um da wieder rauszukommen und meine Ziele zu finden wieder. Also meine Stimme wieder zu hören, meine Wünsche und meine Träume und ja, was ich überhaupt will. Was will ich überhaupt? Das habe ich aus den Augen verloren. Das habe ich
verdrängt, vergessen, ich weiß es nicht. Und jetzt sitze ich hier in meinem Lot und wie du siehst, die ersten Bäume sind gefällt. Und das ist so schön, weil ich, kleine blonde Frau, mache das alles alleine. Und ich möchte dir, wie alt du auch immer bist und ob du Kinder hast oder keine Kinder hast, es gibt ja immer Ausreden. Es gibt immer Ausreden, dass man, weil man einen festen Job hat und den nicht kündigen kann und dann verliert man das Sicherheitsdenken. Man hat Kinder, man kann nicht reisen, es ist zu teuer, ich habe keine Zeit. Das sind alles Ausreden. Erzähl mir nichts, es sind alles Ausreden. Und bei mir war es ja auch so, dass ich eine Zeit lang Schwierigkeiten hatte mit dem einen oder mit dem anderen. Und wenn du tief daran glaubst, wirklich fest, dann wirst du eine Entscheidung fällen. Du wirst eine Entscheidung fällen, die dich an dein Ziel bringt, an deinen Wunsch, das, was da drin ist in deinem Herzen. Und genauso ging es quasi mir. Und dann war ich hier das erste Mal und stehe so und denke mir so, oh, das ist meins. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich hatte sogar das Gefühl, als wenn die Bäume mit mir sprechen. Aber nein. Das ist so schön einfach zu fühlen und zu wissen, ja, das ist der richtige Weg. Ich bin genau den Weg gegangen, den ich gehen muss, weil ich erfüllt bin mit diesem Weg, weil es mir gut tut. Und egal, was die anderen sagen, hör nicht auf das, was die anderen sagen. Klar, es sind immer gut gemeinte Ratschläge, die kannst du hören und annehmen und sacken lassen und verarbeiten, aber es bist nicht du. Die Entscheidung triffst nur du alleine, nicht die anderen. Was die anderen von dir erwarten, ist wieder eine andere Geschichte. Immer erst mal hier aufs Herz hören und auf den Bauch und den Verstand nur als Werkzeug nutzen, weil der sagt dann, wägt ab, was ist positiv, was ist negativ und lass die Angst nicht zu dir nach oben kommen. Auch ich habe Angst. Das ist menschlich. Aber Angst sollte uns schützen und ein Signal sein und gucken, okay, worauf müsste man achten und was könnte man dafür tun, um das umzusetzen, damit das nicht passiert. Also immer in positives Denken meine ich jetzt damit nicht, sondern immer in Möglichkeiten denken. Abzuwägen, was gibt es für Alternativen. Meine Alternative ist, ein paar Sachen muss ich zurückstecken. Ich bin jetzt 2 Wochen hier und gucke nach dem Rechten und kläre mit dem Architekten, wie es jetzt weitergeht. Und es kommt sogar ein Freund von mir hierher und unterstützt mich. Und das sind Sachen, wo ich so denke, ja, ich bin zwar alleine, aber irgendwie bin ich doch nicht alleine. Und das wirst du auch merken. Du bist nicht alleine. Wenn du deine Entscheidung triffst und es geht ins Ungewisse, natürlich hast du davor Angst. Aber geh weiter, geh einfach weiter und guck, was passiert. Weil was ist schlimmer, als in die Richtung zu gehen, wo die Angst ist, wo dein Traum ist. Wenn du dir vorstellst, dass du dein Leben lang weiter so gehst, wie es jetzt ist, mit deinem unguten Gefühl, mit deinem Krummeln im Bauch, mit deinem ich kann nachts nicht schlafen oder ich habe Rückenschmerzen oder bist unzufrieden mit dem Job oder familiär ist was. Wenn du das dir vorstellst, bis ans Ende deines Lebens, wie sieht dein Leben dann aus? Möchtest du das? Möchtest du am Ende deines Lebens, wenn du 80 oder 100 bist, was weiß ich, möchtest du so ein Leben geführt haben? Ich habe entschieden, nein, ich möchte das nicht. Also, Chaka, bin ich jetzt hier und möchte dich motivieren, dass du einfach den ersten Schritt gehst. Also schließ die Augen, versuch auf dein Bauchgefühl zu hören und lausche deinem Herzen. Was sagt dir dein Herz? Das ist der erste Schritt. Tief einatmen und nimm dir Zeit. Und wenn du die Angst spürst in dir, denkst du, weißt nicht, was kommt, verdammt, dann nimm es an. Schau dir die Angst richtig an. Von vorne, von hinten sagst du, okay, dann hack dich kurz bei mir ein. Wie fühlt es sich an? Naja, gut. Und dann lass es wieder los. Es ist wie mit den Gedanken, die kommen und gehen. Lass es ziehen wie die Wolken. Also einfach beobachten. Und was ganz wichtig ist, der dritte Schritt, triff eine Entscheidung. Wenn du dieses nicht so schöne Bild, was du momentan hast, in dieser Komfortzone, in deiner Gewohnheitszone weiterleben möchtest, okay. Und wenn nicht,
dann musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist der dritte Schritt. Du musst eine Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Sonst kommst du nicht vorwärts. Und der vierte Schritt ist, alles dafür zu tun. Setze Dinge um, die dich dahin bringen. Die ersten Schritte. Und wenn es auch kleine Tippelschritte sind, die ersten Schritte sind ganz, ganz wichtig. Und in diesem Sinne werde ich jetzt meine erste kleine Pflanze, meine erste kleine Wurzel hier einpflanzen und hoffen, dass sie angeht. Es ist momentan Regenzeit, also die Sterne stehen günstig. Und dann werde ich mir Jasmin hier anpflanzen. Wow. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.